Wer war zuerst da? Die Kurden oder die Türken? Unsere Geschichte ist älter. Nein, unsere Geschichte ist älter. Doch, Sem, Ham, Japhet! Alte Überlieferungen führen die Türken zurück bis zu Noah. Und die Kurden... Das Volk vergaß seine Wurzeln, seine Kane, seine Weisheit. Ihre ersten Worte, in Stein gemeißelt. Mahnungen aus der Zukunft. Was haben denn die Ungarn mit den Turkvölkern zu tun? Das Schwert des Propheten wurde an die Osmanen übergeben. Somit auch das Kalifat. Ein Brief wie keine andere. Ich, der Sultan aller Sultane, der Hakan aller Hakane, der Schatten Gottes auf Erden. Eine Flagge, geboren aus Blut, Mond und Stern. Besser gesagt Jupiter. Eine vierfache Krone, prunkvoller als jede Tiara Europas. Und dennoch spurlos verschwunden. Wir sehen den Sturz Abdulhamids. Und mittendrin einen Mann, der später in die Geschichte eingeht. Eine radikale Kulturrevolution. Bis heute ein Erbe, das ein Volk spaltet. Dies ist keine gewöhnliche Erzählung. Dies ist die Geschichte der Türken. Voller Mythen, Macht, Intrigen und Geheimnisse, die bis heute nachhallen. Nach dem großen Erfolg meines Films »Das wundersame Leben des Propheten Mohammed« habe ich mich an mein nächstes großes Projekt gewagt. Seit über einem Jahr ist es in Arbeit und wird inshallah im Ramadan 2026 erscheinen. Es wird die bisherigen Grenzen sprengen und eine Geschichte erzählen, die so noch nie gezeigt wurde. Mit nur ein paar Euro auf Patreon kannst du Teil dieses epischen Projekts werden und meine Arbeit unterstützen. Alle Links in der Videobeschreibung und im Kommentarbereich. Das würde mir unglaublich helfen und meine Mission ein großes Stück voranbringen. YouTube Thanks ist natürlich auch eine Option. Die Türken betraten bereits im 9. Jahrhundert vor Christus die Bühne der Weltgeschichte. Im Laufe der Jahrhunderte gründeten sie zahlreiche kleine und große Staaten in Asien, Europa und Afrika. Am bekanntesten ist bis heute das Osmanische Reich, mit dem die Türken weltweit noch immer in Verbindung gebracht werden. Es entstand im 14. Jahrhundert und herrschte rund 700 Jahre lang über 3 Kontinente hinweg, weite Teile Südosteuropas, Asiens und Afrikas. Die Osmanen einigten die Muslime unter dem Motto: Gemeinsam sind wir stark. Keine diplomatische, militärische oder wirtschaftliche Strategie konnte ihren Aufstieg aufhalten. Doch die türkische Geschichte beschränkt sich nicht allein auf das Osmanische Reich. Wie bereits erwähnt, reicht ihre Geschichte mindestens bis ins 9. Jahrhundert vor Christus zurück. Damals traten die Türken in den Gebirgsausläufern Zentralasiens erstmals in Erscheinung und gründeten in den folgenden Jahrhunderten unzählige Reiche. Sie trugen ihre eigene Kultur in jede Region, in die sie kamen, ließen sich jedoch auch stark von den Kulturen dieser Regionen prägen. Die Türken gehören zu den wenigen Völkern, die die Weltgeschichte mit einer Vielzahl an Dynastien, Staaten und Reichen maßgeblich mitgestaltet haben. Nicht umsonst heißt ein chinesisches Sprichwort: Treffen sich 2 Juden, gründen sie ein Unternehmen. Treffen sich 2 Türken, gründen sie einen Staat. Insgesamt sollen die Türken im Laufe ihrer Geschichte mindestens 36 Dynastien und Reiche gegründet haben. Darunter 16 Großreiche, die sich durch ihre Größe und ihren politischen Einfluss besonders hervorgetan haben. Diese 16 Reiche sind auch symbolisch im Emblem des türkischen Präsidialamts dargestellt. Es zeigt eine goldene Sonne im Zentrum, umgeben von 16 goldgelben Sternen. Laut offiziellen Angaben stehen diese 16 Sterne für die bedeutendsten türkischen Großreiche der Geschichte. Die Sonne in der Mitte symbolisiert die heutige Republik Türkei, als Fortsetzung und Zentrum dieses jahrtausendealten Erbes. Werfen wir nun einen Blick auf einige dieser Reiche, die im Emblem symbolisch vertreten sind. Die älteste bekannte Herkunftserzählung über die Türken führt zurück bis zu Prophet Noah. Nach der Sintflut, so berichten alte Überlieferungen, überlebte Noah unter anderem mit seinen 3 Söhnen: Sem, Ham und Japhet. Von diesen 3 sollen die verschiedenen Völker der Welt abstammen. Während Sem als Stammvater der semitischen Völker gilt und Ham mit den Völkern Afrikas in Verbindung gebracht wird, gingen aus Japhet zahlreiche Völker Eurasiens hervor,
darunter auch die Turkvölker. Der Überlieferung nach hatte Japhet einen Sohn namens Tiras und dessen Sohn Tork gilt als der Ahnherr der Türken. Somit reicht der Ursprung der Türken nach traditioneller Vorstellung bis in die Zeit unmittelbar nach der Sintflut zurück, zu den ersten Generationen der Menschheit nach Noah. Da fällt manch einem vielleicht die berühmt-berüchtigte Debatte zwischen Kurden und Türken ein. Unsere Geschichte ist älter. Nein, unsere Geschichte ist älter. Wer von beiden ist eigentlich das ältere Volk? Nun ja, im Gegensatz zu den Türken beginnt die älteste bekannte Herkunftserzählung über die Kurden deutlich später. Verschiedene historische und volkstümliche Überlieferungen führen ihre Wurzeln, wenn auch umstritten, theoretisch bis zu Israel im 8. Jahrhundert vor Christus zurück, zu den 10 verlorenen Stämmen Israels. Manche dieser Überlieferungen behaupten, die Kurden seien Nachkommen des verlorenen Stammes Naphtali oder Dan. Doch selbst diese unsichere, aber älteste Theorie zeigt, während sich die Geschichte der Türken durch die Linie von Japhet über Tiras und Tork bis in die Zeit direkt nach der Sintflut zurückverfolgen lässt, tauchen erste Erzählungen über die Kurden erst Jahrhunderte später auf. Dies macht die Herkunftserzählung der Türken nicht nur älter, sondern in der überlieferten Tradition auch näher an den frühesten Generationen der Menschheit. Chinesischen Quellen zufolge begann allerdings die erste politische Präsenz der Türken in Asien mit den Hunnen im 3. Jahrhundert vor Christus. Unter der Führung von Metehan errichteten sie ein mächtiges Reich, besiegten unter anderem die Mongolen und kontrollierten bedeutende Handelsrouten. Mit dem Zerfall dieses Reiches, das heute als das asiatische Hunnenreich bekannt ist, traten neue türkische Mächte wie die Göktürken und die Uiguren auf die Bühne der Geschichte. Diese frühen türkischen Staaten hinterließen bedeutende Spuren, darunter die geheimnisvollen Orkhon-Inschriften, die bis heute als wertvolle Zeugnisse der türkischen Kultur gelten. Sie sind die ältesten schriftlichen Zeugnisse in alttürkischer Sprache und erzählen vom Leben, den Kämpfen und der Weisheit der Göktürken. Die Inschriften sind eine einzigartige Mischung aus Herrscherlob, Kriegsberichten, moralischen Lehren und politischen Warnungen. So beginnt eine der Inschriften mit den stolzen Worten: Ich, Bilge Khan, bin aus edlem Blut geboren und wurde Khan über das türkische Volk. Die Texte schildern mutige Feldzüge gegen mächtige Gegner, darunter die chinesische Tang-Dynastie, die Kirgisen und die Oghusen. Doch sie sind mehr als nur Berichte von Siegen. Sie enthalten auch mahnende Worte, die sich an das türkische Volk richten und bis heute aktuell wirken. O türkisches Volk, höre mein Wortegut. Wenn du deine Herrscher nicht achtest, wirst du unter fremde Herrschaft geraten. Zwischen den Zeilen spürt man auch eine tiefe Trauer über Vergessen und Niedergang. Das Volk vergaß seine Wurzeln, seine Kane, seine Weisheit. Und so kam das Unglück. Die Orkhon-Inschriften sind nicht nur ein historisches Dokument. Sie sind eine Stimme aus der Vergangenheit und ein Appell an Identität, Zusammenhalt und Verantwortung, der über Jahrhunderte hinweg bis heute nachhallt. Aber nun der Reihe nach. Beginnen wir mit dem asiatischen Hunnenreich. Das Reich wurde im Jahr 220 vor Christus von Teoman Han gegründet und gilt als der erste türkische Staat in Zentralasien und damit als Meilenstein der türkischen Geschichte. Es war das erste Reich, das die türkischen Stämme unter einer gemeinsamen Flagge vereinte. Die weltberühmte chinesische Mauer wurde ursprünglich errichtet, um die chinesischen Gebiete vor Angriffen der Hunnen zu schützen. Denn die asiatischen Hunnen führten kein sesshaftes Leben, sondern lebten als Reiternomaden. In der Blütezeit unter Metehan wurde ein militärisches Dezimalsystem eingeführt und die strategisch bedeutende Seidenstraße unter ihre Kontrolle gebracht. Im Zuge der Völkerwanderung erreichten türkische Stämme auch europäisches Gebiet. Unter der Führung von Balamir Kağan gründeten sie das Europäische Hunnenreich, den ersten türkischen Staat auf europäischem Boden. Das Reich entstand vor allem im Gebiet des heutigen Ungarn und breitete sich rasch aus. Seine Blütezeit erlebte das Europäische Hunnenreich unter der Herrschaft Attilas, der in den Quellen auch als die Peitsche Gottes bekannt ist. In dieser Zeit führten die Hunnen die ersten türkischen Angriffe auf Anatolien durch.
Zudem wurden unter Attila bedeutende Verträge mit dem Oströmischen Reich geschlossen, darunter der Vertrag von Margos und der Vertrag von Anatolios. Diese Abkommen führten dazu, dass Ostrom tributpflichtig wurde. Noch heute lassen sich die Spuren der europäischen Hunnen in verschiedenen Teilen Europas nachweisen, auch in Deutschland. Der Name der Mittelgebirgsregion Hunsrück in Rheinland-Pfalz gilt als direktes Erbe jener Zeit und wird mit der Anwesenheit der Hunnen in Verbindung gebracht. Nach Attilas Tod im Jahr 453 schwächte sich das Reich jedoch schnell ab. Interne Aufstände sowie Angriffe durch das Byzantinische Reich führten schließlich 469 zum Zusammenbruch des europäischen Hunnenreiches. Auch der erste Göktürkstaat, gegründet von Bumin Kağan, ist einer der bekanntesten frühen türkischen Staaten. Das Reich der Göktürken erstreckte sich über ein riesiges Gebiet. Im Osten bis zum Japanischen Meer, im Westen bis zum Kaspischen Meer, im Süden bis nach Indien und im Norden bis nach Sibirien. Der erste Göktürkstaat war der erste türkische Staat, der auch offiziell den Namen Türk in seiner Bezeichnung trug. Doch unter zunehmendem Druck aus China geriet das Reich ins Wanken und zerfiel schließlich in zwei Teile: Ostgöktürken und Westgöktürken. Auch die Uiguren gehören zu den ersten türkischen Staaten in der Geschichte und waren die ersten, die sesshaft wurden. Ihr Reich wurde im Jahr 744 von Kutluk Bilge Kül Khan gegründet. Es war der erste türkische Staat, der architektonische Bauwerke hinterließ und sich in der Miniatur- und Buchkunst einen Namen machte. Wie die Göktürken verfügten auch die Uiguren über ein eigenes Alphabet und gelten als die ersten, die in der türkischen Geschichte eine Drucktechnik verwendeten. In kultureller und zivilisatorischer Hinsicht war der Uigurenstaat einer der am weitesten entwickelten türkischen Staaten Zentralasiens. Eines der größten Ereignisse der Weltgeschichte fand in Transoxanien statt. Aus tausenden Zelten traten die Türken hinaus und riefen: Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Gesandter. Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Gesandter. In Scharen traten sie zum Islam über und wurden Muslime. Dieses Ereignis markierte eine Wende in der gesamten Weltgeschichte. Denn nicht lange danach übernahmen die Türken das Kalifat, also die Führung der gesamten islamischen Umma. Aus einfachen Steppenkriegern wurden die Bannerträger des Islams. Unter ihrer Hand erblühte das Wissen, die Kultur und die Kraft der Muslime zu neuer Größe, genau wie es Prophet Mohammed einst prophezeite. Es werden Leute kommen von Transoxanien, die nach Wissen fragen. Und sie werden keinen finden, der wissender ist als sie. Im Jahr 1049 gründete Seldschuq, der gemeinsam mit seinem Stamm auch zum Islam konvertiert war, das Reich der Großseldschuken. In einer Zeit, in der die islamische Welt unter inneren Konflikten und äußeren Bedrohungen litt, stellten die Seldschuken die politische Einheit der Muslime wieder her und übernahmen eine führende Rolle in der islamischen Welt. Unter Sultan Alparslan erreichte das Großseldschukische Reich ab 1063 den Höhepunkt seiner Macht. Im Jahr 1071 errangen die Seldschuken unter seiner Führung einen entscheidenden Sieg in der Schlacht bei Manzikert gegen das Byzantinische Reich. Diese Schlacht führte zum vorübergehenden Zusammenbruch der byzantinischen Verteidigungskraft und ebnete den Weg für die türkische Einwanderung nach Anatolien. In der Folge siedelten bis zu 1 Million Türken in die Region, die in europäischen Quellen bald als Türkei bezeichnet wurde. Die Ermordung des mächtigen Wesirs Nizam al-Mulk markierte den Anfang vom Ende. Getötet wurde er nicht von einem gewöhnlichen Attentäter, sondern von einem Mitglied der berüchtigten Nizariten, besser bekannt als die Assassinen. Genau diese Gruppe bildet auch den Kern der Videospielreihe Assassin's Creed. Diese geheimnisvolle Gruppierung wurde von Hassan Sabbah gegründet, der seine Festung hoch oben in den persischen Bergen errichtete. Dort entstand ein Netzwerk aus fanatisch treuen Gefolgsleuten, die bereit waren, im Auftrag ihres Meisters durch gezielte Attentate ganze Reiche ins Wanken zu bringen. Viele Legenden ranken sich um ihre Methoden, von verschleierten Ritualen bis hin zu geheimen Gärten, die angeblich den Himmel vorgaukeln sollten, um blinden Gehorsam zu sichern. Mit dem Tod von Nizam al-Mulk
und kurz darauf dem Ableben von Sultan Melik Schah, dem Nachfolger von Sultan Alp-Arslan, brachen blutige Thronstreitigkeiten aus, die das einst mächtige Reich erschütterten und die schließlich 1307 im endgültigen Untergang endeten. Anfang des 14. Jahrhunderts gründete Osman I. offiziell das Fürstentum, das später nach ihm benannt wurde. Die Osmanen-Dynastie war geboren. In Anatolien traten die Osmanen damit das Erbe der Seldschuken an. Was zunächst als kleines Grenzfürstentum im Nordwesten Kleinasiens an der Grenze zum Byzantinischen Reich begann, entwickelte sich rasch zu einem mächtigen Staat und schließlich zu einem Weltreich. Doch nicht nur das Reich selbst, auch seine Symbole sollten Geschichte schreiben. Allen voran die türkische Flagge, eines der stärksten Zeichen der Identität und des Stolzes eines ganzen Volkes. Ihre Geschichte beginnt rund 70 Jahre nach Osmans Tod. Die Dynastie war inzwischen gewachsen und zu einem Reich geworden. Über dieses Reich herrschte Sultan Murad I., der Enkelsohn Osmans. In jener Zeit tobte die große Schlacht zwischen den Osmanen und den Serben auf dem Amselfeld im heutigen Kosovo. Als die Kämpfe vorüber waren, ritt Sultan Murad auf seinem Pferd an einem Bach vorbei. Das Wasser hatte sich durch das Blut der gefallenen türkischen Soldaten rot gefärbt. Im Wasser spiegelte sich der Halbmond mit einem Stern. Ein Anblick, der ihn tief bewegte und später zur Flagge der Türken wurde. Auch wenn der Zeitpunkt der Schlacht nicht exakt überliefert ist, deuten historische Quellen auf ein Datum zwischen Ende Juni und Anfang August 1389 hin. Tatsächlich ereignete sich am 28. Juli 1389 ein Himmelsphänomen. Der Mond war als Sichel zu sehen, daneben leuchtete ein heller Stern, in Wahrheit der Planet Jupiter. Astronomische Berechnungen bestätigen, dass an diesem Tag eine seltene Mond-Jupiter-Konjunktion stattfand, wie wir sie zuletzt etwa im Jahr 2008 beobachten konnten. Mit moderner Astronomie-Software lässt sich dieses Ereignis heute problemlos rekonstruieren. Der Legende und diesem Himmelsereignis zufolge könnte die Schlacht also tatsächlich am 28. Juli 1389 stattgefunden haben. Über die Jahrzehnte hinweg ging die Herrschaft des Reiches von Generation zu Generation stets von Vater auf Sohn über. Im Jahr 1453 eroberte Fatih Sultan Mehmed die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel. Im Namen Allahs, vorwärts, Angriff! Damit erfüllte sich eine Prophezeiung, die bereits über 800 Jahre zuvor von Prophet Mohammed ausgesprochen wurde. Er sagte: Wahrlich, Konstantinopel wird gewiss erobert werden. Welch herrlicher Befehlshaber, welch herrliche Armee. Mit der Eroberung Konstantinopels begann eine neue Ära. 2 Generationen später kam Fatih Sultan Mehmeds Enkelsohn Yavuz Sultan Selim an die Macht. In seiner kurzen Regierungszeit von nur 8 Jahren besiegte er sowohl die Safawiden als auch die Mamluken, eroberte Syrien, Palästina, Ägypten sowie das gesamte Niltal und erlangte die Kontrolle über die heiligen Städte Mekka und Medina. Der letzte symbolische Abbasiden-Kalif al-Mutawakkil III. Übergab ihm das Schwert und den Mantel des Propheten Mohammed, also die Insignien des Kalifats. Diese beiden Reliquien befinden sich bis heute in den Händen der Türken. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren bedeutenden Stücken werden sie im Topkapi-Palast in Istanbul aufbewahrt, der heute als Museum dient und Gläubigen wie Besuchern einen einzigartigen Einblick in dieses spirituelle Erbe bietet. Mit der Übergabe der beiden Reliquien ging das Kalifat auf das Osmanische Reich über und Yavuz Sultan Selim wurde der erste türkische Kalif der islamischen Welt. In ihrer Blütezeit waren die Osmanen kaum aufzuhalten, weder militärisch noch politisch. Mit den beeindruckenden Werken des berühmten Architekten Mimar Sinan erlebte das Osmanische Reich einen weiteren Höhepunkt seiner Blütezeit. Auch Sultan Süleyman, bekannt als Süleyman der Prächtige, führte die Vision seiner Vorfahren fort.
Im 16. Jahrhundert dehnte er die Grenzen des Reiches weit aus. Seine militärischen Erfolge sorgten in der christlichen Welt für Aufsehen und Respekt, mitunter auch für Furcht. Zugleich war sein Privatleben Stoff vieler Legenden und befeuerte die Fantasie nachfolgender Generationen. Das osmanische Herrscherhaus zeichnete sich dadurch aus, dass es sich nicht nur selbstbewusst und stolz, sondern, wenn man so will, auch überheblich darstellte. Besonders nach der Übernahme des Kalifats trat das Osmanische Reich in der Politik, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer gewissen Arroganz auf. Doch dieses Auftreten entsprang nicht bloßem Hochmut, sondern vielmehr dem Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer erhabenen Religion wie dem Islam und der daraus hervorgehenden Demut gegenüber dem allmächtigen Gott. So pflegten es die Osmanen stets zu erklären. Es war Ausdruck von Freiwilligkeit und Hingabe. Zitat: Ein Volk, das durch den Islam geehrt und geadelt worden war, konnte nicht auf derselben Stufe stehen wie die Kuffar, geschweige denn geringere Rechte besitzen als diese. Sultan Süleyman, der Kalif der Muslime, war ein Paradebeispiel für diese Haltung. So erhielt er eines Tages eine Botschaft vom französischen König Franz I., der den Sultan in einem Brief um Hilfe in einer politischen Angelegenheit bat. Der Sultan antwortete und tat dies in einer Weise, die das Selbstverständnis und die Macht des Osmanischen Reiches klar zum Ausdruck brachte. Ich, der Sultan aller Sultane, der Hakan aller Hakane, Gewährer der Kronen an die Könige, der Schatten Gottes auf Erden. Ich bin der Herrscher über das Mittelmeer und das Schwarzmeer, über Rumelien und Anatolien, über Karaman und Rum, das Gebiet der Dulkadrije, über Diyarbakir und Kurdistan, über Aserbaidschan und Persien, über Damaskus und Aleppo, über Ägypten, über die heiligen Städten Mekka und Medina, über Jerusalem, über alle arabischen Länder sowie über den Jemen und über viele weitere Länder, die meine ruhmreichen Vorfahren, Gott erleuchte ihre Gräber, mit unwiderstehlicher Macht eroberten und die auch ich durch meine Herrlichkeit, die Kraft meines feurigen Speeres und meines siegreichen Schwertes bezwungen habe. Ich bin der Enkel Sultan Bayzids, der Sohn Sultan Selims, Sultan Süleyman Han. Und du, Franz, bist der König der Provinz Frankreich und hast mir ein Schreiben gesandt. Darin erklärst du, dass feindliche Mächte über dein Land hergefallen seien und dass du nun gefangen gehalten wirst. Du hast in dieser Sache meine Gnade und Hilfe erbeten. Alles, was du geschrieben und überbringen lassen hast, ist meinem erhabenen Thron zur Kenntnis gebracht worden. Diese Selbstgewissheit spiegelte sich nicht nur in Worten und Taten wider, sondern auch in prunkvollen Symbolen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Süleymans berühmt-berüchtigte venezianische Krone. Sie war kein gewöhnliches Schmuckstück, sondern ein politisches Meisterwerk, geschaffen, um zu beeindrucken. Der venezianische Senat ließ sie im 16. Jahrhundert von den besten Goldschmieden Venedigs anfertigen, mit einem klaren Ziel: den mächtigsten Herrscher seiner Zeit, Sultan Süleyman den Prächtigen, zu beeindrucken. Die Krone selbst war eine Sensation. Sie bestand aus purem Gold, besetzt mit Rubinen, Smaragden, Perlen und Diamanten. Doch das Außergewöhnliche lag nicht nur im Material. Sie zeigte 4 übereinander gestapelte Kronen. In Europa war so etwas völlig unbekannt. Der Papst trug traditionell eine dreifache Tiara, doch Süleymans Krone setzte noch eins drauf: 4 Ebenen, als Zeichen dafür, dass seine Macht über der des Papstes und aller Könige stand. Heute ist das Original verschollen. Wir kennen ihr Aussehen nur durch Beschreibungen und Illustrationen europäischer Reisender wie Hans Dernschwarm oder Ogier Ghiselin de Busbecq. Der geschätzte Wert betrug damals astronomische 115.000 Dukaten. Das entspricht über 17 Millionen Dollar in heutiger Zeit. Und doch hatte diese Krone für die Osmanen selbst kaum Bedeutung. Denn im Gegensatz zu europäischen Monarchen trugen sie niemals Kronen. Ihr Symbol war der Turban, im Leben auf dem Kopf, im Tod auf dem Grab. Die Krone war also weniger Teil osmanischer Tradition, sondern vielmehr eine Bühne, geschaffen für die Außenwelt,
ein leuchtendes Symbol imperialer Macht. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bestieg Sultan Abdulhamid II. Den Thron. Trotz zahlreicher Intrigen und politischer Herausforderungen hielt er sich über 30 Jahre an der Macht. In dieser Zeit setzte er bedeutende Projekte um, darunter den Bau der Bagdadbahn. Doch das Osmanische Reich hatte bereits viele Gebiete verloren. Vor allem auf dem Balkan erhoben sich nationalistische Bewegungen und rangen um ihre Unabhängigkeit. Insbesondere die Albaner wurden vom Geist des Nationalismus erfasst, wandten sich vom Reich und vom Kalifat ab und wählten einen eigenen Weg. Doch dieser Weg brachte ihnen keine wirkliche Ruhe, wie auch den übrigen Völkern und Gebieten des einstigen Reiches. Viele Akteure spielten in diesem Spiel ihre Rolle. Edmund Rothschild, der das Geld lenkte, Gertrude Bell, die das Land vermessen ließ, Lawrence von Arabien, der die arabischen Stämme gegen die Osmanen aufhetzte, und Theodor Herzl, der mit dem Zionismus einen neuen Traum in die Welt setzte. All diese Kräfte wirkten zusammen und das Reich der Osmanen schwächelte immer mehr. Abdulhamid, hiermit geben wir bekannt, dass wir Sie absetzen. Im Jahr 1909 wurde Sultan Abdulhamid II. Durch die Jungtürkenbewegung, eine reformistische Gruppe junger Offiziere und Intellektueller, gestürzt und ins Exil nach Saloniki geschickt. Unter den Truppen, die gegen Abdulhamid nach Istanbul marschierten, befand sich auch ein Offizier, der Jahrzehnte später selbst in die Geschichte eingehen sollte: Mustafa Kemal. Nach der Absetzung Abdulhamids bestieg sein Bruder Mehmed V. den Thron. Doch die eigentliche Macht lag nun in den Händen der Jungtürken. Unter ihrer Führung trat das Osmanische Reich 1914 in den Ersten Weltkrieg ein, an der Seite der Mittelmächte. Es war ein Krieg, der das Reich endgültig an den Rand des Untergangs führte. Als der Krieg 1918 verloren war, starb Mehmed V. nur wenige Monate vor dem Waffenstillstand. Sein Bruder Vahdettin bestieg daraufhin den Thron, in einer Zeit größter Verzweiflung. Engländer, Franzosen, Italiener, Armenier und Griechen besetzten die verbliebenen Gebiete und teilten das Reich unter sich auf. Selbst die Hauptstadt Istanbul, Sitz des Sultans, war von den Alliierten besetzt und der Sultan regierte nur noch unter provisorischen Bedingungen. In Anatolien aber regte sich Widerstand. Überall entstanden kleine Gruppen und Milizen aus Bauern, Veteranen und einfachen Leuten. Doch sie waren unkoordiniert, kaum mehr als lokale Aufstände. Besonders am Schwarzen Meer, rund um Samsun, herrschten Unruhen, Kämpfe zwischen Türken und Griechen, Plünderungen, Unsicherheit. Sultan Vahdettin, der in Istanbul im Schatten der Besatzer regierte, beauftragte schließlich Mustafa Kemal Pascha, einen seiner ranghöchsten Offiziere, mit einer Mission nach Samsun, offiziell um Ordnung herzustellen. Doch in Wahrheit sollte dieser Auftrag eine völlig andere Wendung nehmen. Mustafa Kemals Ankunft in Samsun am 19. Mai 1919 gilt als Beginn des türkischen Befreiungskrieges. Kurz nach seiner Ankunft rief er zum nationalen Befreiungskampf auf und die Vorbereitungen begannen. Ich brauche euch alle an meiner Seite. Wir müssen die Streitkräfte neu organisieren. Jeder soll beitragen. Jeder soll helfen. Das ist Paschas Bitte an das Volk. Halt. Was ist in diesen Wagen? Nur Gegenstände zum Verkauf auf dem Bazar. In Ordnung, du kannst fortfahren. Innerhalb weniger Jahre gelang es den Türken, eine breite Widerstandsbewegung aufzubauen. 1923, nach schweren Kämpfen, wurden sämtliche Besatzungsmächte vertrieben und das Land befreit. Die Hauptkämpfe wurden gegen die Griechen geführt. Mit der großen und letzten Offensive am 26. August 1922 wurden sie endgültig geschlagen. Die türkische Armee rückte weiter vor und nahm am 9. September Izmir wieder ein. Die übrigen Alliierten waren durch den anhaltenden Widerstand der Türken ohnehin zermürbt. Zudem waren ihre Streitkräfte noch immer von den Belastungen des Ersten Weltkriegs geschwächt. Unsere Männer sind kriegsmüde. Nach 4 Jahren Weltkrieg haben wir keine Kraft mehr für Anatolien. Dieser Widerstand ist unerbittlich. Die Türken haben die Griechen besiegt. Das alles wird langsam zu kostspielig. Die Türken haben die Griechen besiegt.
Wir sollten unsere Männer nicht opfern. Es ist sinnlos, Wied. Wir müssen einen Rückzug aushandeln. Die Verhandlungen zwischen den Alliierten und den Türken fanden in Lausanne statt. Mit dem Vertrag von Lausanne wurde die Souveränität der neuen Türkei offiziell anerkannt und ihre Grenzen festgelegt. Die Alliierten zogen ihre Besatzungstruppen endgültig ab. Doch für viele waren die ausgehandelten Grenzen der neuen Türkei eine herbe Enttäuschung. In Lausanne vertrat İsmet Pascha, ein enger Vertrauter Mustafa Kemals und später der zweite Präsident der Türkei, die türkische Delegation. Was genau während der Verhandlungen geschah, ist bis heute nicht in allen Details geklärt. Fest steht jedoch, die Grenzen, die sich die Türken eigentlich erhofft hatten, unterschieden sich deutlich von denen, die schließlich im Vertrag festgelegt wurden. In der Öffentlichkeit und in den Medien war zuvor entschieden und konkret von einer neuen Türkei die Rede gewesen, die auch Mosul, Kirkuk, Batumi, Westthrakien und sogar Aleppo umfassen sollte. Doch im Vertrag von Lausanne wurden diese Gebiete der Türkei nicht zugesprochen. Trotzdem galt Lausanne aus Sicht von Mustafa Kemal und İsmet Pascha als Sieg. Schließlich war damit ein unabhängiges, souveränes Land geschaffen, frei von Besatzungstruppen und auferlegten Zwangsregelungen. Doch zur selben Zeit existierten praktisch noch zwei Regierungen im selben Land. In Istanbul regierten der Sultan als Kalif sowie die Osmanische Nationalversammlung, während in Ankara Mustafa Kemal die von ihm gegründete Nationalversammlung dominierte, bestehend vor allem aus seinen Gefolgsleuten und Anhängern. Unter der Führung von Mustafa Kemal beschloss die Nationalversammlung in Ankara, das Sultanat und das Kalifat endgültig abzuschaffen. Alle Angehörigen der osmanischen Dynastie, einschließlich des Sultans, wurden verbannt und mussten das Land verlassen. In einer Sitzung wählten die 158 anwesenden Abgeordneten Mustafa Kemal zum ersten Staatspräsidenten. Die Hauptstadt wurde von Istanbul nach Ankara verlegt. Damit begann eine neue Epoche. Unter Mustafa Kemals Führung begann eine Phase tiefgreifender Reformen. Er erhielt den Ehrennamen Atatürk, Vater der Türken. In seiner Amtszeit wurde der Staat konsequent von der Religion getrennt, das arabische Alphabet durch das lateinische ersetzt und eine westlich geprägte Kleiderordnung eingeführt. Doch damit nicht genug. Mit dem sogenannten Hutgesetz wurde der Hut für Männer zur vorgeschriebenen Kopfbedeckung erklärt, während traditionelle orientalische Kopfbedeckungen verboten wurden. Besonders für Staatsbedienstete war der Hut Pflicht. Auch der Gebetsruf wurde reformiert. Statt auf Arabisch erklang er nun auf Türkisch. Diese Revolutionen markierten den radikalen Wandel der türkischen Gesellschaft und den Schritt in die Moderne. Der Kemalismus entwickelte sich zu einer neuen Ideologie. Als Mustafa Kemal Atatürk 1938 starb, wurde die Politik weiterhin nach seinen Grundsätzen gestaltet. Bis heute ist diese Ideologie sowohl im gesellschaftlichen Leben als auch im politischen System fest verankert. Mit einem Gesetz von 1951 wurde zudem jede Kritik oder Beleidigung Atatürks unter Strafe gestellt. Staatschefs und Präsidenten, die es wagten, dieses strikte politische System zu verändern, wurden mit Militärgewalt gestürzt und teils sogar zum Tode verurteilt. Zuletzt traf es 1961 Ministerpräsident Adnan Menderes, dem es zuvor aber gelungen war, den Gebetsruf per Gesetz wieder in seiner ursprünglichen Form auf Arabisch einzuführen. Doch die Türkei ist nicht das einzige türkische Land unserer Zeit. Neben ihr existieren heute weitere unabhängige türkische Staaten: Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, Nordzypern und Ungarn. Ja, richtig gehört. Auch Ungarn zählt zu den türkischen Staaten und ist sogar Mitglied im Türkischen Rat, einer internationalen Organisation türkischsprachiger Länder. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, die Ungarn seien rein finno-ugrischer Herkunft, haben genetische Studien der letzten 15 Jahre gezeigt, dass ihre Wurzeln eng mit den Turkvölkern verbunden sind. Die Vorfahren der Ungarn stammten ursprünglich von den Uiguren ab. Diese zogen später nach Westen, erreichten Europa und gründeten schließlich, wie zu Beginn dieses Videos erwähnt, das Europäische Hunnenreich.
Außerdem leben in der chinesischen Region Xinjiang über 10 Millionen Uiguren bzw. uigurische Türken. Sie gehören zur turksprachigen Ethnie und bekennen sich mehrheitlich zum Islam. Mit mehr als 10 Millionen Menschen stellen sie die zweitgrößte ethnische Minderheit in China dar.